der Regierung aufnehmen. Zudem gab es am 12. September 2012 eine Anhörung zum Thema Organraub vor dem US-Senat. All dies stellte den Bestand, dass die US-Regierung ausreichend Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Können Sie uns sagen, um was es bei Ihnen geht? Wir sind hier, weil Falun Gong oder Falun Dafa in China von der Regierung aufs Schärfste verfolgt werden. Ist das eine Religion oder ein Verein? Nein, das ist keine Religion, das ist eine Meditationsübung und die ist in China sehr beliebt und wird seit 1999 verfolgt und die Menschen werden ermordet und in Gefängnisse eingesperrt, gefoltert und sogar die Organe bei lebendigem Leib entnommen, um damit Geld zu machen. Aber Meditation ist eigentlich was Positives. Oh ja. Und für die chinesische Regierung ist es gefährlich. Ja, die kommunistische Regierung in China denkt, dass Falun Gong wie eine Art Konkurrenz ist gegen die Beliebtheit der Partei. Also war das 1999, als die Falun Gong von Jiang Zemin, das war der damalige Präsident, verboten wurde. Da gab es mehr Falun Gong Praktizierende als Mitglieder in der Partei. Das war der Auslöser von dem Verbot. Ja, dann vielen Dank. Und Sie, glaube ich, sind jede Woche hier? Ja, wir sind eigentlich jede Woche hier. Ja. Aha, dann kann man den Leuten auch sagen, dass sind wir am Donnerstag hier gegenüber der chinesischen Botschaft, dass am Donnerstag hier sind wir da sind und wenn sich jemand näher informieren will, kann er mit Ihnen sprechen oder Genau. auch irgendwelche Informationsschriften mitnehmen. Genau, wir haben auch Flyer da und man kann hier auch eine Petition unterzeichnen, dass man gegen den Organraub sich ausspricht. Okay, dann vielen Dank. Danke. wird Falun Gong von allen Medien innerhalb Chinas verleumdet und schlecht gemacht. Die Falun Gong-Lernenden werden willkürlich entführt und verhaftet. Sie dürfen beliebig gefoltert und getötet werden und gelten für das kommunistische Regime nur mehr bedingt als Menschen. Der Organraub an Lebenden gehört zu den Hauptmethoden der Verfolgung von Falun Gong in China. Von Ende 1999 bis Mai 2006 hielt die Zentrale Militärkommission der Kommunistischen Partei 6 Tagungen, um sich mit Falun Gong zu befassen. So wie es Jiang Zemin, der damalige Leiter der Zentralen Militärkommission, befahl, begann das Militär Falun Gong physisch zu eliminieren. Seit damals startete jede Ebene in der Armee unter Leitung des Logistikministeriums der Kommunistischen Partei den Organraub. Nach vorsichtigen Schätzungen befinden sich derzeit rund 1 Million Falun Gong Praktizierende in Haft. Wegen der Völkermordpolitik gegen Falun Gong greift die Kommunistische Partei Chinas auf diese Menschen in Gefängnissen, Gehirnwäscheeinrichtungen, Umerziehungslager und Zwangsarbeitslagern zurück. An den Praktizierenden werden ausführliche ärztliche Untersuchungen sowie Bluttests durchgeführt. Haftinsassen berichten, dass viele nach diesen Untersuchungen für immer verschwanden. Sollten die Ergebnisse aus den Untersuchungen zufriedenstellen, setzt das zentrale Logistikministerium der Kommunistischen Partei das Militär und Spezialeinheiten der Polizei ein,
Next, a parade was held in New York on Saturday to commemorate the first time Falun Gong practitioners peacefully appealed for their rights to practice outside the central headquarters of the Chinese Communist regime 2 decades ago on April 25. Since then, Falun Gong adherents have endured 20 years of brutal persecution in China, including forced labour, torture, murder and live organ harvesting. NTD reporter Jeremy Sandberg was on location to bring you the story. The unpleasant weather hasn't stopped these Falun Gong practitioners from coming out to participate in this parade and show their support for those practitioners in China still being persecuted today. I'm going to speak with some Falun Gong practitioners and find out why they practice and what this event means to them. Practitioners in China appealed for the freedom to practice Falun Dafa in China after the government had started its crackdown. And so that appeal was one of the most peaceful appeals in China, but it was mischaracterized around the world. Today we're here to remind everyone of that peaceful appeal and that Falun Gong practitioners should have the right to practice. Unfortunately, today in China, they still don't. This event is to share and let people know about Falun Dafa and how beautiful it is, how wonderful it is. But also there's a lot of misconception in the Chinese community because of the Chinese Communist Party has done a lot of propaganda, and we're here to clear up some of those misconceptions and let people know we're good people. Reasons for practicing varied, but all agreed it was beneficial for both the mind and body. When I did the exercises, that was when I knew it was something very special and profound, because one of the exercises requires that you hold your arms up like this for 7 minutes. And after that, I felt very energized and very good, even though it wasn't easy. Those 3 little words, like truth, compassion, forbearance, they just stood out to me, and I thought this has to be something incredibly good. I think that I underwent a pretty big transformation when I started practicing. I was looking for something peaceful that makes me grounded. It has brought a lot of peace and love to my life. 20 years after Falun Gong practitioners first gathered at the Chinese Communist regime's central headquarters in Beijing to peacefully appeal for their right to practice, adherents of Falun Gong are gathered here today to call for an end to the ongoing persecution of practitioners in China, persecuted for following a moral code of truthfulness, compassion, and forbearance. Jeremy Sandberg, NTD News.